Ja, hallo, heute möchte ich mal wieder ein Video machen. Ich nenne dieses Video Wonderworld, Wunderwelt. Und zwar ist mir da etwas widerfahren, was doch ungewöhnlich ist. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Es ist auch jetzt lange her. Es ist 12 Jahre, 13 Jahre her. Da habe ich auf dem Lande gewohnt, an Feldern und Wäldern und bin von der Arbeit gekommen am Abend, habe mich an einen Kachelofen gelehnt und aus dem Fenster geschaut, um zu entspannen. Das war abends. Ich hatte keinen Alkohol getrunken, keine Medikamente genommen, keine Drogen genommen. Ich war absolut nüchtern und sehe, wie ein LKW auf einem Feldweg angefahren kommt. Ein LKW und ein Jeep. Die fahren beide auf eine Wiese an dem Feldweg, entladen den LKW, einen großen LKW, und bauen die Teile zusammen, die auf dem LKW sind. Es sind ein paar große Bauteile. Das, was sie bauen, jetzt kommt's, ist ein Saurier, den sie zusammenbauen. Dann wird dieser Saurier bewegt per Fernbedienung und er bewegt sich wie eine Maschine. Man merkt, das ist künstlich. Ich habe gedacht, die machen irgendeinen kleinen Dreh für einen Spielfilm oder so. Dann nach kurzer Zeit veränderte sich die Bewegung des Sauriers. Die Bewegung wurde natürlicher. Die Bewegungen wurden weicher. Der Jeep, der fuhr die Wiese noch ein Stück hoch an eine Lichtung, auf der ein paar große Fichtenbäume standen. Der Fahrer steigt aus, klettert auf einen dieser Bäume und kommt mit dem Baum aus dem Wäldchen heraus. Das heißt, der Baum ist gar kein richtiger Baum. Er sieht zwar aus wie ein Baum, aber es ist kein richtiger Baum. Es ist auch ein Roboter. Der Baum lässt sich bewegen, man kann damit gehen. Ja, der Mann mit dem Baum kommt raus aus der Wiese und stellt sich neben den Saurier. Ich war jetzt neugierig und habe gedacht, ich bin mal gespannt, was die da machen. Vielleicht drehen die einen Science-Fiction-Film oder so. Habe meinen Hund gerufen und bin mit meinem Hund zu dieser Wiese gegangen, zu dieser Lichtung. Und plötzlich, als wir auf halbem Wege waren, war alles weg. Auf der Wiese, der LKW war weg, der Saurier war weg, der Baum war weg. Alles war leer. Ich bin mit meinem Hund noch dorthin gegangen. Wir haben geschaut, ob es Spuren gibt auf dem Weg oder auf der Wiese. Gab es aber nicht. Das heißt, es hat sich für mich die Frage gestellt, ist es möglich, dass man etwas in diese Wirklichkeit projizieren kann, sozusagen eine zweite Wirklichkeit, die sich einfädelt, in Anführungsstrichen, in die Realität. Sie ist aber nicht Realität, aber sie passt sich der Realität an und erscheint dem Betrachter wie Realität, wie Wirklichkeit. Man kann sie aber entfernen, wenn man will. Das hört sich jetzt völlig abgedreht an, aber ich schlage jetzt mal den Bogen
zu dem Punkt, weswegen ich das überhaupt mache. Das ist das Tempo der technischen Entwicklung, in dem wir uns befinden. Die künstliche Intelligenz mit all ihren Optionen, all ihren Möglichkeiten und wie schnell der Fortschritt in Anführungsstrichen sich vollzieht. Man hat so das Gefühl, es wird glorifiziert, sozusagen der Roboter wird geheiligt, glorifiziert. Und das Können des Roboters. Und wir befinden uns an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr so weit davon entfernt sind, dass wir Ersatzmenschen schaffen. Manche sind ja scharf darauf und haben es eilig, dorthin zu kommen. Das heißt, Roboter ersetzen den Mensch. Jetzt sind wir an einem Punkt, da kann man noch merken, ja, das ist ein Roboter, der Körper ist nicht wie ein menschlicher Körper und nicht so fein in den Bewegungen und in den Möglichkeiten. Aber vermutlich, wenn wir so weitermachen in dem Tempo, dauert es gar nicht mehr so lange. Dann haben wir Roboter konstruiert, die die Arbeit der Menschen übernehmen. Sie haben auch einen Körper, auch einen dem Menschen angepassten Körper, nur mit dem Unterschied, sie brauchen keine Nahrung. Das heißt, sie sind für jemanden, der sie beherrscht, dirigiert, von ihnen profitiert, profitabler, weil er braucht für seine Arbeiter keine Nahrungsmittel. Es muss auch niemand mehr arbeiten, um Nahrung zu erwerben. Das heißt, alles, was mit dem Thema Ernährung zu tun hat in unserer Gesellschaft als Kulturgut, als Kommunikationsstrang, als Begegnungsfeld, sozusagen fällt weg, ist unnötig, wird nicht mehr gebraucht. Wir haben Maschinen, die genau das tun, was sie tun sollen. Und da meine ich, da sind wir gar nicht mehr so weit von entfernt, wenn man sich das mal anschaut, mit welchem Tempo wir vorangehen, was das betrifft. Künstliche Intelligenz, KI. Das ist nicht einfach so ein leichtes Thema und wir sollten es auch nicht so leicht nehmen. Und jetzt schlage ich wieder den Bogen zurück zu diesem, was ich gesehen habe. Diese Szene mit dem Saurier. Ich habe natürlich da gestanden und mich gewundert, was ist geschehen, und habe noch Stunden und Tage lang und Wochen lang daran gedacht und darüber nachgedacht, welche Bedeutung hat das? Weil es muss eine Bedeutung gehabt haben. Es geschieht ja nicht einfach so sinnlos. Also habe ich mir die Frage gestellt, was will mir das sagen? Warum erlebe ich das? Warum diese künstliche Wirklichkeit, diese künstliche Realität? Warum der Versuch, so zu sein, wie wir sind, wie unser Leben ist? Und warum sich dann entfernen? Und das, meine ich, will dieses sagen, dass wir vorsichtig sind mit dem Thema künstliches Leben, Roboterleben. Wir machen das Leben zu einem künstlichen Leben. Und das ist nicht der Sinn des Lebens. Das heißt, wir entfernen uns vom Leben und kommen immer mehr in eine tote Welt,
in die wir jetzt ja auch hineingleiten. Wir entmenschlichen die Welt, unsere Fähigkeit, Liebe zu geben, Wärme zu geben, Mitgefühl zu haben, Mitleid empfinden zu können, schrauben wir immer weiter zurück, indem wir das künstliche Leben in den Vordergrund schieben. Aber ein Roboter kann, wenn er Milliarden Jahre lebt, niemals lieben wie ein Mensch, weil ein Roboter ist doch nicht lebendig und mag er noch so geschickt gemacht sein. Er ist ein totes Wesen, in Anführungsstrichen. Er bleibt ein Kunstobjekt. Und wir mit unseren Fähigkeiten schrauben uns zurück in Unbedeutsamkeit. Wir machen uns so klein und heben das Künstliche so hoch. Und das, meine ich, wollte dieses sagen. Passt auf, versucht nicht künstliches Leben zu schaffen. Das schöne Leben, die Natur zu ersetzen durch totes Leben, sozusagen. Wie sollte man es sonst nennen? Ja, das wollte ich gerne sagen. Das ist jetzt hier völlig spontan gemacht. Darum kommt es ein bisschen so trocken rüber. Ich mache es wahrscheinlich nochmal in einem neuen Video. Aber das wollte ich jetzt machen, weil ich auch gelernt habe, man weiß nie, wie lange man hier ist, wann es zu Ende ist. In meinem Umfeld sterben immer mehr Menschen in den letzten Jahren, die auch unerwartet sterben, mit denen man noch einen Tag vorher gesprochen hat oder die einem begegnet sind und plötzlich hört man, der oder die ist gegangen und man weiß nie, wann es so ist. Darum möchte ich dieses auch noch mitteilen, weil dies die Wahrheit ist, so wie ich es sage. Es ist mir so widerfahren, so verrückt es klingen mag, es ist die Wahrheit, die Wirklichkeit. Ja, so und jetzt wollte ich nämlich rausgehen und einkaufen gehen und mache jetzt auch Schluss mit dem Video. Und versucht mal darüber nachzudenken, was geschieht, wenn wir aus dem natürlichen Leben künstliches Leben machen. Und wir haben Körper, die keine Nahrung brauchen, die auch keine Ärzte brauchen, wie wir sie brauchen. Sie brauchen irgendwelche Monteure, die an ihrem Körper montieren. Vielleicht gibt es eine Entwicklungsstufe, wo man sagen kann, die menschliche Seele, der menschliche Geist kann einen künstlichen Körper zu seinem Zuhause machen und ihn benutzen. Vielleicht gibt es das irgendwann, aber es ist nicht das, wie wir jetzt sind, unser natürlicher menschlicher Körper. Das wird es nie sein, nie die Qualität haben, die wir mit diesem unserem Körper haben, in unserer Welt. So, jetzt mache ich aber Schluss und gehe einkaufen. Ja, ich sage Tschüss.